Wir sitzen wieder im Bus. Gibt's denn sowas? Was ist jetzt geschehen? Ja, nach 2 Wochen Dauerregen scheint auch wieder mal die Sonne. Yay! Und die Ausgangssperre hält noch an, was dazu führt, dass wir immer noch in der Ferienwohnung sind. Wir haben schon gedacht, wir könnten euch jetzt 2, 3 Videos zeigen von der schönen Wiese, schöne Blumen, wie wir unseren Alltag so in der Ferienwohnung gestalten. Nein, ich glaube, das interessiert euch da draußen sowieso nicht. Wir sind ja schließlich immer noch Olaf in the Van, nicht Olaf in the House, so wie im letzten Video. Und haben uns deshalb einem größeren Projekt angenommen. Und zwar Drumroll. How to Vanlife. Viele Leute haben gerade jetzt in der Quarantäne immer mal wieder das Wörtchen Freiheit auf ihrer Stirn stehen. Und eingesperrt sein. Ja, viele Leute sehen sich wieder nach der gewohnten Freiheit und Oder mal ausbrechen zu können aus allem. Viele Leute fühlen sich eingesperrt. Gratulation, so haben wir uns schon vor der Quarantäne gefühlt. Respektive vor dem Vanlife. Und zwar im Sinne von eingesperrt, im Leben eingesperrt sein, nicht von der Stelle kommen, immer auf derselben Stelle zu treten. Und egal was man tut, egal was man in Angriff nimmt, man ist immer unzufrieden und man fragt sich, woran liegt das? Und wenn du dich jetzt, lieber Zuschauer, genauer hinterfragst, was mit deinem Leben nicht in Ordnung sein könnte, dann frag dich mal was dich ausmacht, was dir Freude bereitet. Und wenn dein Leben so jetzt nicht stimmt, dann könnte vielleicht eine Reise, die ein bisschen frischen Wind in dein Leben bringt. Wenn ja, dann willkommen zu How to Vanlife. Viele Leute, die sich schon mal mit dem Begriff Vanlife auseinandergesetzt haben, denken sich vielleicht so, coole Idee, ich kündige meinen Job, kaufe mir einen Bus, baue den um und gehe einfach mal reisen. Klingt total einfach. Nein, ist es nicht. Da gehört so viel dazu. Angefangen vom Auswählen des richtigen Busses, über den Ausbau, was ein Riesenprozess ist, über den Job kündigen, über Wohnung auflösen, über die ganzen Versicherungsaspekte. Ist denn ein Job kündigen und eine Wohnung kündigen überhaupt nötig? Das ist das, was wir uns gefragt haben und dementsprechend, ja, schlussendlich doch dazu uns entschieden haben, alles aufzugeben und einfach mal auf Reisen zu gehen, weil die Reise nämlich auch die Veränderung in unserem Leben sein sollte. Und daher haben wir unseren Bus so ausgebaut, dass er unsere Wohnung ist gleichzeitig. Genau. Es kann ja sein, dass ihr einen Van ausbauen wollt und sagt, ihr wollt nur ab und zu mal ein Wochenende darin verbringen oder wollt vielleicht mal einen Monat oder 2 auf Reisen gehen. War auch eine Überlegung von uns, sollen wir uns mal 3 Monate unbezahlten Urlaub nehmen? Wenn das geht, ne, vom Arbeitgeber aus. Wäre vom Arbeitgeber her nicht möglich gewesen, aber wir haben uns auch sagen müssen, wir wollen wirklich eine radikale Veränderung in unserem Leben haben und wenn man jetzt 3 Monate oder 6 Monate irgendwo auf Reisen geht, dann hat man schon im Hinterkopf, oh, bis zu dem und dem Tag muss ich wieder zurück sein. Ja. Das wollten wir nicht. Daher nehmen wir euch mit und erzählen euch rückblickend, wie wir den Bus gefunden haben, wie wir unseren Ausbau geplant haben, was für Materialien wir verwendet haben und so weiter und so fort. Also bleibt dran, verfolgt uns fleißig, weil jeder Van-Ausbau ist anders und deswegen folgt uns. Schaut euch die Videos an, eventuell entdeckt ihr etwas, was wir anders gemacht haben als andere Vanlifer. Um natürlich kein einziges Video mehr zu verpassen, klickt mal da unten auf den Abonnier-Button. Das kommt uns auch zugute und motiviert uns noch weiter Videos zu machen. Und aktiviert die Glocke darunter, damit ihr auch jedes Mal wieder benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Schlussendlich ist der Van-Ausbau selber die eine Sache und das, was man nebenbei noch so organisieren muss, ist natürlich sein Leben. Also wenn du die Wohnung kündigen willst, musst du die Kündigung rechtzeitig aussprechen, du musst deinen Job rechtzeitig kündigen, du hast noch versicherungstechnische Angelegenheiten, die du regeln solltest, bevor du gehst, nicht erst im Nachhinein. Wie zum Beispiel die Auslandskrankenkasse, die haben wir vorher organisiert gekriegt.
Im Nachhinein können nämlich solche Auslandskrankenkassenversicherungen nicht realisiert werden, weil die Versicherer euch dann nicht mehr decken können, wollen, sollen, dürfen. Und daher kümmert euch vorzeitig darum. Macht eine Planung, was alles dazu gehört. Was ist, wenn ich mein Leben cutte und dann endlich verschwinde? Weil es gibt zum Beispiel auch so steuertechnische Fragen, die geklärt sein müssen. Ich zum Beispiel musste meine Steuern zahlen, bevor ich gehe. Auch noch vor dem Ende des Jahres. Also dazu kommt doch, dass wir Schweizer im Gegensatz zu den Deutschen und zu den Österreichern noch jedes Jahr eine Steuererklärung ausfüllen müssen. Stefanie muss die beispielsweise jetzt nicht mehr ausfüllen, ich schon. Liegt daran, dass Stefanie in einem anderen Kanton wohnt oder gewohnt hat, als ich es damals noch hatte. Gerade wenn es um so Sachen geht wie Steuern, es ist ganz schwierig, denn in der Schweiz ist das nicht einheitlich geregelt. Das kommt auf Kanton, Föderalismus, juhey! das kommt auf den Kanton drauf an, es kommt drauf an, auf die Gemeinde, wer hinterm Schalter sitzt, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie stehen die Sterne. Das ist Genau. praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, das alles so... Deswegen ein Tipp an euch, erkundigt euch selber, wie es für eure jeweilige persönliche Situation aussieht. Wenn ihr wirklich vorhabt, alles hinter euch zu lassen und Vollzeit auf Reisen zu gehen, nehmt euch Stichtag 1 Jahr und sagt, heute in einem Jahr will ich losfahren. Ich denke, so ein Jahr ist eine gute Zeit, um abzuwägen, um alles zu planen, auch um sich mit dem Busausbau zu beschäftigen. Ja. Ein Jahr ist so eine gute Zeit, in dem das realisierbar ist. Unser Van-Ausbau hat dann schlussendlich etwa 9 Monate gedauert, was wir nicht geplant haben, weil wir einfach darauf losgebaut haben, blöd gesagt. Und deswegen, wenn dann solche Dinge wie Ferien, Steuern, Kündigungen dann wirklich realisiert werden, dann merkt man dann, dass dann gewisse Dinge schon mehr Zeit brauchen, wie zuvor geplant oder angenommen. Man muss auch noch dazu sagen, unser Van-Ausbau ging deshalb 9 Monate, weil wir immer mal so gebaut haben, wie es dann gerade gepasst hat. Wir haben ungefähr eine grobe Planung gehabt, aber nicht detailliert alles ausgemessen. Und wir hatten keine Garage, das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir waren also ziemlich wetterabhängig. Und dadurch, dass wir noch im Februar angefangen haben, den Ausbau zu machen, hat es dann mal wieder geregnet und geschneit, dann war es zu kalt, dann war es viel zu warm irgendwann im Sommer. Wenn dann zum Beispiel noch so, sagen wir mal, spezielle Fragen sind wie: Hey, meine Kreditkarte ist noch offen. Willst du die bezahlt haben? Willst du die mitnehmen? Willst du dein Bankkonto mitnehmen? Kommst du wieder zurück? Gehst du vollends? Das sind alles solche Dinge, die du vorher geklärt haben musst. Also mach dir frühzeitig Gedanken darum. Weil die schlussendliche Planungsphase benötigt so viel Zeit, das kannst du gar nicht erahnen. Wenn es um die Wohnung geht und ihr an dem Punkt angekommen seid, wo ihr sagt, ja, ich will gehen, ich will meine Wohnung kündigen, ich will jetzt einfach los. Wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, bitte befolgt unseren Rat. Fangt an dem Tag auch an, eure Wohnung auszuräumen. Fangt an, Möbel zu verkaufen, zu verschenken oder wegzuschmeißen. Fangt an auszuräumen. Sonst sieht es am Ende so aus wie bei uns, denn wir hatten dann noch die Möglichkeit, unsere Wohnung noch einen Monat früher dem Nachmieter abzugeben. Was auch unverhofft gekommen ist. Was total cool war, weil wir konnten dadurch noch einen Monat Miete sparen. sparen. Fangt einfach bei Zeiten an, weil es geht schlussendlich immer länger, als ihr das erwartet hättet. Seid euch bewusst, ihr könnt nur einen Bruchteil mitnehmen und deswegen, ihr braucht so wenig im Vanlife. Nicht einmal Kleider. Wir haben schlussendlich 3-mal so viel Kleider, wie wir eigentlich anziehen. Genau, also das heißt vielleicht etwa 3 Sweaters, wir haben irgendwie 7 T-Shirts, wir haben ein bisschen mehr an Unterwäsche, 2 Trainerhosen, eine schöne Hose zum Ausgehen, wenn das mal wirklich der Fall wäre. Ja. Man muss sich auch frühzeitig Gedanken machen, aufgrund des bestehenden Angebots der Gebrauchtwagen, dass der Bus dann irgendwann seinen Wünschen, seinen Ansprüchen gerecht werden sollte. Und demzufolge muss man sich auch überlegen, was hat man für Ansprüche. Ihr seht, Olaf hat viele verschiedene Fenster, was uns nicht stört, weil wir kein Wintercamping machen. Also wir haben jetzt nicht vor, im Winter noch irgendwie in den Norden zu fahren, sondern wir wollen eigentlich hauptsächlich immer in den gemäßigteren Klimagebieten uns aufhalten. Und ja, der Olaf, der sollte Stehhöhe haben, weil das Leben, vor allem wenn man Vollzeit im Van wohnt, sollte so angenehm wie möglich sein. Deshalb Stehhöhe ganz wichtig. Beim Ausbau selber mussten wir natürlich beachten, aufgrund der vielen Fenster, dass wir kein Fenster zubauen. Wir hätten Fenster zubauen können, um noch irgendwie einen Schrank hinzumontieren. Wollten wir nicht, denn das 360-Grad-Panorama hat uns wirklich sehr gut gefallen. In Deutschland wie in der Schweiz gibt es, in Deutschland ist der ADAC, bei uns ist der TCS. Bei dem kann man
mit einem Auto, das man noch nicht gekauft hat, hingehen und die machen dann für einen relativ guten Preis so einen generalen Komplettcheck, bei dem sie gucken, ist alles okay, läuft der Motor, ist alles dicht und so. Haben wir nicht gemacht, ganz einfach aus dem Grund, weil der Bus einem Freund von meinem Papa gehört hat und wir dem vertraut haben und auch die Service History von dem Bus sehr gut war, sehr gepflegt. Da ist wirklich immer drauf geachtet worden. Der Bus hatte schon beinahe 250.000 Kilometer drauf, hat uns nicht gestört. Für uns war das dann relativ schnell klar, als wir den Bus gesehen haben, den nehmen wir. Das wird unser neues Zuhause werden. Und jetzt seid ihr sicher mega gespannt auf den Van-Ausbau. Aber, das ist das große Ganze, das war so viel Filmmaterial, was wir gemacht haben. 30 Stunden, um genau zu sein. Deshalb gibt es die nächsten paar Videos, es sind dann Van-Ausbau-Videos. Die Vanbuild-Videos werden gestaffelt veröffentlicht mit einzelnen Unterkapiteln, damit ihr auch immer schön nachvollziehen könnt, was haben wir wo gemacht und wann haben wir was gemacht. Es hat ein paar Mal so einen Moment gegeben, wo wir parallel an gewissen Sachen arbeiten mussten. Wie gesagt, auch aufgrund des Wetters konnten wir nicht immer genau das machen, was wir wollten. Aber wir haben versucht, euch die Videos so zusammenzuschneiden, damit es für euch einigermaßen einen erkennbaren roten Faden gibt. Schlussendlich ist das Vanlife, du kannst alles planen und es kommt immer anders. Immer. Nicht nur das Vanlife, das gesamte Leben, oder? Bleibt gespannt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um dann auch die Videos zu gucken. Gebt uns auch ein paar Abos. Ja. Und kommentiert fleißig, wenn ihr irgendetwas wissen wollt. Warum wir etwas gemacht haben, wenn wir es nicht erklären. Was irgendetwas euch nicht schlüssig ist oder woher wir etwas gekriegt haben. Wie auch immer. Weshalb unsere Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. falls ihr euch fragt, warum Jeremy während dem Ausbau so dämliche Frisuren hatte. Oh yes. Das ist das Highlight des Ausbaus, die ständig wechselnden Frisuren. Ihr werdet es sehen. Genau, dann kommentiert fleißig. Schreibt alles in die Kommentare. Wir werden eure Kommentare sicher beantworten. Genau. Und ja. Abonnieren, Glocke drücken, liken, teilen, per Brieftaube verschicken. Alles, alles. Haut raus. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zusehen. Freut euch auf die nächsten Videos. Wir freuen uns bestimmt. Und ja. Weil wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao. Macht's gut.